Yay, dann geht es weiter zum Seiyu-Workshop. Oh mein Gott, ich habe mich so drauf gefreut und ich hatte vor allem so wahnsinnige Angst, weil ich davor halt übelst erkältet war und meine Stimme wirklich nicht vorhanden war. Und ich musste bis zu diesem Abend einfach wieder fit werden und ich hatte so Schiss, dass ich es einfach nicht packe. Zumal ich davor halt einen anderen Workshop, der sich ums Videoschneiden gedreht hatte, wirklich leider absagen musste und es tat mir so leid. Der Seiyu-Workshop bestand darin, ja, wie der Name schon sagt, Anime-Charakteren seine Stimme zu verleihen. Wir haben uns erstmal bestimmte typische Sätze angeschaut, die in Animes vorkommen. Wie zum Beispiel in Yuri on Ice, Nichijou oder Saigikuso no Psainan. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, jetzt zum Beispiel bei Yuri on Ice gibt es eine Szene, in der Victor japanisches Essen isst und demnach sagt, Umai na, umasugiru, kami no tabemono ka, kore wa. Also wirklich sehr, oh mein Gott, es ist so lecker. Es ist viel zu lecker, um es in Worte zu beschreiben. Das muss ein Götteressen sein, so ungefähr, auf Deutsch übersetzt. Also wirklich, ja, normale Sätze, die man halt auch im Alltag benutzen kann. Und diese Sätze wurden dann natürlich in ja, verschiedene Situationen eingeteilt oder Genre, sag ich mal. Die ersten Sätze, die wir gesprochen haben, waren eher Alltagssituationen. Dann kam zum Beispiel auch aus Shingeki no Kyojin auch natürlich ein Kampfschrei vom Hauptcharakter. Den mussten wir dann auch dementsprechend nachbrüllen. Und hier war es halt auch wieder so wie beim Karaoke-Workshop davor, dass wir hier quasi alles auf Japanisch hatten, dann die Yumikata auf Romaji und unten die Übersetzung. Dann ging es los. Wir wurden in Gruppen eingeteilt und uns wurden 2 Anime vorgestellt, die wir synchronisieren durften. Also natürlich nicht komplett, sondern halt nur eine Szene daraus. Ein Anime davon war Kimi no Na wa, den kennt wohl jeder, außer ich. Naja gut, ich muss dazu sagen, ich habe ihn damals auf meinem Weg nach Japan im Flugzeug angeschaut oder angefangen zu schauen. Kann auch sein, dass ich total aufgeregt war und ihn deswegen nicht so, ja, er hat mich irgendwie noch nicht so gecatcht. Ich muss ihn irgendwann nochmal in Ruhe anschauen. Der wurde aber auch ziemlich gehypt, muss ich sagen. Das hat mir auch so ein bisschen die Lust genommen, diesen Film anzuschauen. Der zweite Anime war Tokyo Kakeru Shoujo, also das Mädchen, das durch die Zeit sprang, der auch, glaube ich, im Deutschen auch released wurde. Ich wollte den immer mal gucken, habe den aber noch nie geschaut. Was sehr praktisch war, dadurch, dass ich sehr erkältet war, konnte ich gut Jungs im Stimmbruch sprechen, yeah. Also sprich, ich habe bei Kimi no Na wa einmal Taki in der Übung gesprochen, habe aber hinterher dann die Rolle bei der Aufnahme von ja, seinen Senpai übernommen auf der Arbeit. Und im anderen Film war es wiederum die Rolle von Chiaki. Bei Chiaki war es so, er hat halt ziemlich viel gelacht. Also ich musste eigentlich permanent während dieser Aufnahme im Hintergrund auch weiterlachen und ja, dieses Gestellte halt. Also es klang sehr rauchig und sehr nach Stimmbruch, was aber dann eigentlich gepasst hatte. Hier hatte ich leider das Problem, dass ich leider gar nicht filmen konnte. Ich wollte es so sehr, aber es ging leider nicht. Ich weiß aber, dass die Akademie selbst einen Film gemacht hat. Und wenn es diesen gibt, werde ich den natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise werde euch davon auf Twitter erzählen. Also folgt mir auf Twitter, falls ihr es noch nicht tut. Eigenwerbung. Wobei, ist das Werbung? Ich muss ehrlich gesagt sagen, also so im Rückblick, viele Leute wünschen sich ja Synchronsprecher zu sein. Und ich hatte auch mal diesen Wunsch, aber es gehört wirklich wahnsinnig viel dazu, habe ich gemerkt. Du musst einfach so multitaskingfähig sein. Du musst halt immer schauen, wann ist dein Einsatz, wie viel Zeit hast du. Und also ich denke mal, im Deutschen ist es wahnsinnig einfacher. Im Japanischen war es wirklich so, die Betonung muss stimmen, du musst es richtig lesen. Und es war halt ein wirklich krasses Alltagsjapanisch, was wir hatten. Also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel von den Senpai einen Satz sagen müssen, wie zum Beispiel, wo die eine Mitarbeiterin eintritt und dann sagen die ganzen Kerle Tschüss, was eigentlich so ein, ja, Jungslang für Konnichiwa ist. Und den sagst du ja eigentlich nicht normalerweise so, also vor allem als Mädchen sagst du, glaube ich, nie Tschüss. Wobei die kleine Szene bei Kimi no Na wa noch wesentlich angenehmer war, da dort ziemlich in normaler Geschwindigkeit gesprochen wurde. Das Problem im anderen Film war, also die Charaktere sind wohl scheinbar von der Schule heimgegangen. Es war halt eine ziemlich, ja nicht hitzige, aber eine ziemlich
schnelle Konversation. Also sprich, man musste immer wechseln und man musste immer schnell was sagen und lesen. Und es war wirklich schwer, dann immer darauf zu achten, wann der Einsatz ist. Also du hattest halt immer am Rand einen Timer mitlaufen, an dem du zum Beispiel immer sehen kannst, wann dein Auftritt ist. Ja, der Name wurde zwar eingeblendet, aber es war einfacher, sich auch die Zeit zu merken, wann dein Einsatz ist. Aber sich ständig die Zeiten auch zu merken, das ist wirklich nicht ohne gewesen. Also es war wirklich eine Herausforderung. Und dann noch natürlich zu Schauspielern. Also es war ganz, ganz, ganz krass. Also wir hatten da auch richtig viele Teilnehmer an dem Kurs. Auch mit verschiedenen Stärken und Schwächen, also vor allem auch Stärken. Also ich habe dort auch Leute kennengelernt, die wirklich großes schauspielerisches Talent hatten. Also wo ich mir dachte, oh wow, also wenn du nicht irgendwie mal im Studio irgendwann mal landest, dann wundert es nicht. Aber es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Es war richtig super. Es ist halt echt interessant zu sehen, weil du halt einfach deine eigene Vorstellung von dem ganzen Job hast. Und ich meine, man hat sich ja oft schon mal irgendwelche Disney-Making-ofs oder so angeschaut oder auf YouTube von irgendwelchen Animes. Also man weiß ja eigentlich, wie das im Synchronstudio läuft. Was auch zum Beispiel interessant ist, es gibt einen Unterschied zwischen westlichen Synchronisationsstudios und den japanischen. Das wurde uns auch so erklärt. In den japanischen ist es so, dass du meistens die komplette Gruppe einfach um das Mikrofon stehen hast. Im Westen ist es eher so, dass die Leute immer einzeln aufgenommen werden und die Stimmen dann so zusammengefügt werden. Wir haben dazu zum Beispiel einen YouTube-Clip von einer One Piece Seiyuu-Session bekommen und da hat man wirklich gesehen, wie viele Charaktere um so ein einzelnes Mikrofon standen. Das Timing aber auch so perfekt war und es trotzdem echt gepasst hat, dass nichts irgendwie nochmal extra geschnitten werden musste. Klar, die Leute haben natürlich die dementsprechende Ausbildung, aber es war wirklich echt mal total interessant zu sehen und wow, also Hut ab an alle, die es machen. Ich finde es grandios. Wäre mein Japanisch besser, würde ich es auch wahnsinnig gerne machen. Also wie gesagt, falls ihr auch mal Lust bekommen habt, bei so einem Workshop mitzumachen, die Verlinkung ist unten von der Akademie. Haltet einfach mal die Augen offen und ja, wenn ihr mal in Tokio seid, vielleicht habt ihr ja mal die Gelegenheit, da mitzumachen. Oder wenn ihr mal einen längeren Aufenthalt hier habt bezüglich Sprachschule oder so, schaut da gerne mal vorbei. Die können auch alle Englisch, keine Sorge. Ja, und irgendwann demnächst wird wohl auch nochmal ein Interview online kommen, weil wir alle hinterher nochmal interviewt wurden. Und da bin ich auch sehr gespannt, wann das online kommt und werde das dann natürlich auch mit euch teilen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt keine zu krassen Ohrenschmerzen von meiner Stimme bekommen und meine Stimme lässt auch gerade wieder ein bisschen nach. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut einfach mal auf die Webseite. Folgt mir auf Twitter, falls ihr es noch nicht tut. Wenn euch meine Videos gefallen, folgt mir auch auf YouTube, abonniert mich und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.